Verrückt. Oh, geht eigentlich. Ehrlich gesagt, ich finde das absolut angemessen. Also so leicht, wie es mittlerweile in Flive Universe ist, vielleicht nicht unbedingt. Und natürlich sowas wie Account-Sharing sollte dann natürlich auch absolutes No-Go sein. Ist ja klar. Aber ich finde, ich persönlich, also man muss einfach seine Denkweise ändern. Heutzutage muss ein Spiel in die Schlagzeilen kommen, sonst interessiert sich keiner dafür. Und ich habe noch nie, und ich verfolge sehr viel, was Gaming angeht, manches bewusst, manches nicht bewusst, aber man kriegt halt trotzdem viel mit, wenn man einfach aktiv ein bisschen das Internet verfolgt. Sicherlich nicht alles, klar, aber ich habe noch nie was über den FEC gelesen, außerhalb von irgendwelchen Flive-Quellen. Und selbst da, also generell Flive ist einfach non-existent. Also auch selbst sowas wie Medien 2, über sowas liest du niemals irgendwas, weil es eine absolute Nische ist. Da kriegst du nie News drüber. Aber trotzdem gehen alle paar Wochen irgendwelche random-ass-Games viral. Meistens so Friend-Slop-Scheiß. Wieder irgend so ein neues Game, was dann alle Streamer spielen für einen Monat, bevor sie nie wieder spielen, so ungefähr. Weil es halt gerade im Hype ist. Und um sowas zu generieren, sowas passiert nicht einfach so. Und ich meine, bei Flive wird sowas wahrscheinlich niemals passieren, also zumindest nicht in dem Umfang, wie sowas wie Among Us oder jetzt dieses neue Game, wo du irgendwie so ein Chamäleon bist und dich tarnen musst, verstecken musst. So wird es wahrscheinlich nie sein. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, neues Update Flive und der erste Spieler, der es erreicht, bekommt $10.000 Ingame-Währung. Aber ist ja effektiv dann trotzdem $10.000 wert. Ich meine, effektiv ist es nichts wert. Ingame-Währung das sind einfach nur ein paar Pixel. Aber vom Prinzip her könntest du so mehr oder weniger die Leute dazu zwingen, darüber zu reden. Dann würden das vielleicht auch außerhalb vom Flive-Universum sozusagen Leute mitbekommen. Und dann würden da auch Artikel drüber geschrieben werden. Dann würden da auch Leute auf Social Media drüber reden. Hey, hast du schon gehört, da gibt es ein Spiel, da kriegt man 10.000. Oder ganz ehrlich, ich behaupte sogar, mach 50.000. Wäre gar nicht so schlecht. Und du könntest es ja mit einer Bedingung auferlegen. Alle Items, die du dir dafür holst, sind sehengebunden oder so zum Beispiel. Dass du jetzt damit nicht komplett den Markt fluten kannst und so. Kann man ja mit entsprechenden... Oder müssen ja auch nicht... Muss auch nicht Cash sein, kann auch was anderes sein. Aber vom Prinzip her fände ich sowas persönlich eigentlich nicht schlecht. Weil sowas sorgt einfach dafür, dass die Leute drüber reden. Und wenn du sowas nicht machst, warum sollten die Leute dann drüber reden? Also zum Beispiel jetzt 190 auf dem FEC. Du bekommst eine Statue, die nach 2 Monaten wieder entfernt wird. Da wird niemals... Da reden nicht mal Leute drüber, die Flive spielen. Da redet einfach niemand drüber, weil es einfach stinklangweilig ist. Wenn jetzt aber einer von den beiden $10.000 bekommen hätte, da hätten die Leute schon eher drüber geredet. Also man muss halt heutzutage ein bisschen anders denken. Also nicht nur musst du deine eigenen Spieler irgendwie motivieren und die Leute, die es schon kennen, sondern du musst auch irgendwie die Leute catchen, die das einfach nur ganz am Rande mitbekommen. Weil das, was ich gerade gesagt habe, mit den Statuen irgendjemand ganz am Rand mitbekommt, das hat er nach 2 Sekunden vergessen, weil es vollkommen uninteressant klingt. Aber wenn ich jetzt höre, man kann bei irgendeinem Spiel $10.000 bekommen, dann bist du erstmal hellhörig. Dann der erste Moment, $10.000 für ein Videospiel? Wow. Also das weckt einfach Interesse. Und selbst wenn du dann nicht spielen wirst, weil du feststellst, okay, es ist ein übelstes Grind-Game, es ist Pay-to-Win, etc. Ich meine, das ist natürlich dann, wenn du dann recherchierst, worum handelt es sich da, und du siehst dann, Free-to-Play, Pay-to-Win, bla bla bla. So einfach ist das wohl nicht. Aber dann hat er ja schon gegoogelt, dann hat er schon nachgeschaut, was ist das überhaupt?
Was kriegt man hier und da? Das wäre einfach deutlich interessanter. Das hast du durchs PvP und PvE-Tournament. Jein. Also ja. Aber ich meine ja auch außerhalb vom FEC. Wenn es ein neues Update kommt, das letzte Update ist ja nicht FEC. Was gab es da für Level 190? Da gab es überhaupt keine Belohnung. Erster Spieler Level 190 gab es überhaupt keine Belohnung. Außer halt Level Reach. Hast du einfach gar nichts bekommen. Also man kann die Leute auf jeden Fall nochmal zusätzlich anspornen. Und naja, bei dem PvE und PvP-Event ist es halt so... Also erstens redet da aus irgendeinem Grund auch keiner drüber. Gute Frage, müsste man sich mal fragen, warum. Aber da ist es ja zumindest so, okay, du brauchst ein Team, das ist dann mehr, das geht dann schon wieder in die Richtung E-Sport. Also bei Counter-Strike oder so, da weißt du auch, okay, da gibt es ein Turnier mit $1 Million Preisgeld. Ja gut, okay, du weißt aber, dafür brauchst du ein Team, das ist PvP, das kriegt nicht einfach ein Spieler fürs normale Spiel. Ich meine, Level 190 erreichen, da musst du ja nichts machen, außer Leveln. Ich meine, das kann ja wirklich jeder. Dafür braucht man ja keine besonderen Kenntnisse oder Fähigkeiten. Bei PvP brauchst du extrem viel Zeit, vermutlich Geld und dann sogar auch noch ein bisschen Skill oder auf jeden Fall Übung, Wissen und so weiter. Und ein Team. Das macht das Ganze schon deutlich komplizierter. Weil im Endeffekt die Schlagzeile wäre ja einfach Level 190 erreichen, $10.000 kassieren. Das ist auf jeden Fall schon ein anderer Catch. Weil wenn du sagst, ein PvP-Turnier, also sobald du schon Turnier hörst, hört sich schon so an, nee, das kriegt man nicht einfach so, da muss man schon ein bisschen was für machen. Also es wäre auf jeden Fall ein bisschen was anderes. Plus, wie gesagt, du würdest halt auch zusätzliche Schlagzeilen oder Hype generieren außerhalb vom FEC. Weil ich meine, während dem FEC, sage ich mal, passt es, ja. Ich meine, selbst wenn du keine Schlagzeilen international jetzt groß bekommst, deswegen hast du zumindest auf jeden Fall in der Flive-Community einen krassen Hype. Das heißt, da brauchst du eigentlich gar nichts von außerhalb, weil es läuft ja schon so gut von alleine. Aber außerhalb vom FEC hast du halt eigentlich gar nichts. Und damit könnte man sowas halt ein bisschen anfachen. Und für die Spieler, es wäre für die Spieler wäre es gut, die eh schon spielen. Plus, du hast die Chance, dass es sich rumspricht und so semi-viral geht. Zumindest in MMORPG-Kreisen kriegen das vielleicht viele Leute mit. So ungefähr. Also ich meine, es ist auf jeden Fall besser als gar... Also ich bin mir ziemlich sicher, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber für Level 190 gab es einfach gar nichts. Außer die normalen Level Reach Belohnungen. Also das war schon ein bisschen frech. Das kann so eigentlich nicht angehen. Was vielleicht auch noch zusätzlich ein Grund war, warum kein Schwein auf 190 gelevelt hat. Am Anfang. Hat ja ewig gedauert, bis da mal ein paar hundert Leute 190 waren. Sind es immer noch, glaube ich, nicht mal 1000 Leute außerhalb vom FEC. Was absolut crazy ist. Crazy wenig. Also ich finde, sowas fehlt bei Flive schon. Und ja, durch den FEC haben wir es durch die Turniere. Aber die Turniere... Ich meine, das ist eigentlich genau das, was ich davor gesagt habe. Dafür interessiert sich dann auch wieder keiner. Weil eben, du brauchst dafür ein Team, du musst PvP spielen. Im PvE weiß man, die krassesten Cacher gewinnen sowieso. Beim Leveln geht es ja tatsächlich wirklich mehr um Ausdauer. Nicht unbedingt nur darum, wer am meisten casht. Also schon auch, aber nicht nur. Das erste 190 erreichen schafft man ohne Team. Naja, das habe ich davor gesagt. Account-Sharing dürfte natürlich dann nicht gewinnen. Logischerweise, Baumeister Bob. Also Account-Sharing müsste da natürlich ausgeschlossen werden. Das wäre sonst totaler Schwachsinn. Also wenn jemand Account-Sharing betreibt, dann kriegt er natürlich keine 1 Million F-Coin oder whatever. Ist ja logisch. Haben die ja bei den Statuen auch gesagt, sie überprüfen das Ergebnis. Ich glaube, das hat sich zwar nicht auf Account-Sharing bezogen, sondern darauf, ob der gecheatet hat oder so. Schätze ich mal.
weil ich nicht genau weiß, was sie da überprüft haben, aber das haben sie tatsächlich dazu geschrieben. Als die ersten 190 erreicht haben, beziehungsweise das Equipment geupgradet haben, haben sie gesagt, die gucken sich das an und verifizieren das quasi. Und ich meine, was musst du daran verifizieren? Ich meine, es kann ja nur einer Level 190 erreicht haben. Und dieses Jahr war es ja auch ziemlich eindeutig, weil ein Typ war 190 und sonst niemand war auch nur in der Nähe von 190. Also was haben sie da verifiziert? Account-Sharing vermutlich nicht, aber halt wahrscheinlich, dass er halt legit gespielt hat. Und ich meine, bei sowas müsste man natürlich dann ganz besonders genau hingucken, dass der Typ, der gewinnt, natürlich dann sich an alles gehalten hat und so. Sonst würde das natürlich keinen Sinn ergeben.